Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute ganz im Norden Teneriffas im Anaga-Gebirge und wir sind schon geflasht über die Eindrücke hier. Allein die Anfahrt hierher ist schon unglaublich beeindruckend, wie man hier sieht. Und ich bin gespannt, wie die Tour wird. Die Tour ist auch im Rota veröffentlicht. Ich verlinke das unten mal. Als spektakuläre Tour beschrieben. Macht einen super ersten Eindruck. Die Tour startet bei Taganana. In den meisten Routenbeschreibungen wird die Runde gegen den Uhrzeigersinn gelaufen. Wir haben uns dafür entschieden, im Uhrzeigersinn zu laufen, denn dann haben wir den Anstieg am Anfang der Route und können am Ende dann gemütlich den Ausblick auf die Atlantikküste genießen. Bisher eine gute Entscheidung, aber die ersten Meter sind mal ganz entspannt zum Warmwerden. Nach 25 Minuten geht es dann weg von der Straße hier in den Dschungel. Hola. Hola. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Der Weg hier ist so dermaßen fast schon sauber und gepflegt. Wir sehen, hier arbeiten die Gärtner, jäten das Unkraut auf dem Weg. Die Beschilderung klar, deutlich, lesbar. Also ein unglaublich schön hergerichteter Weg. Ich wurde mittlerweile auch belehrt, das ist natürlich kein angelegter Wanderweg, sondern das ist ein alter historischer Weg, der früher diese Ortschaft mit der nächsten verbunden hat. Man kann das ja auch an den Steinen bzw. am Abrieb schon erkennen. Also sind wir hier auf historischen Wegen unterwegs. Nach den Beschreibungen im Internet sei ein Teil der Route gesperrt, weil der Weg durch Erdrutsch weg ist. Ob das mittlerweile wieder gefixt wurde oder nicht, werden wir sehen. Nach 40 Minuten Aufstieg jetzt sind wir am Paso Comprechilla angekommen. Wow. Weniger romantisch ist, wenn ich jetzt mal so mache. Strommasten gibt es halt auch hier, aber der Ausblick ist wunderbar. Und weiter geht's nach Afur. Ja, der nette Spanier hinter uns hat uns gerade aufgeklärt, dass wir nur bis Darfur können. Danach ist der Weg closed. Und ja, wir haben dann gefragt, ob man trotzdem laufen kann. Er hat zumindest in schlechtem Englisch angedeutet, die Polizei würde sagen, nein, wir dürfen nicht laufen. Ja, wir schauen es uns an. Wanderweg vorübergehen. Montag bis Freitag. Okay.
Felssturz. Der Weg ist weg. Hier. Ja, das heißt drüber klettern oder den Weg da unten nehmen. Der schaut ja sehr entspannt aus. Wir suchen jetzt quasi die sanfte Umgehung, die wir da unten sehen. Ja, wie man hier nochmal schön sehen kann, ist da oben der Fels abgegangen. Hat den Wanderweg mitgenommen. Die haben aber mittlerweile hier unten einen wunderschönen, breit ausgebauten, sogar mit Treppenstufen angelegten neuen Weg. Den vielen Fußspuren nach ist er auch gut frequentiert. Wow, sieht man den Wegverlauf wunderbar bis rüber zur Bucht. Der Weg wird doch schon noch ein bisschen spannender hier. Ohne Geländer. Ganz für uns allein. Herrlich. Weiter geht's. Vom Strand nach Taganana. Noch circa 4 Kilometer. Und die letzte anstrengende Steigung vor uns. Dann müssen wir da ganz hoch. Wow. Das ist ein Weg. Schon ein bisschen spannend, aber schön breit, also man hat nicht wirklich das Gefühl, dass es ausgesetzt ist. Das mit dem eben weiter 4 Kilometer war Falscheinschätzung meinerseits. Es geht hier noch ganz schön auf und ab. Aber wunderbar hier an der Küste, dem steilen Hang entlang, ein sehr angenehm zu gehender Weg. Gerade eine große Eidechse. Ich habe mal ein Stück Banane hingeworfen, die ist abgegangen wie Rakete. Jetzt weiß ich, wie ich sie kriege. Banane? Ja. So ist recht. Weiß ich auch, dass Eidechsen Bananen mögen. Die letzten Meter. Ich bin hier nochmal auf einem verwegenen Trampelpfad an der Entwässerung oder Bewässerungsleitung entlang. Ziel in Sicht.
Heute Morgen oder heute Mittag, als wir los sind, war alles ganz diesig hier. Da hat man die Straße kaum gesehen. Jetzt sieht man sie wunderbar am Hang gegenüber. Die fahren wir dann auch wieder hoch. Also schon allein die Straße ist ein Erlebnis. Und hier nochmal 3 wunderschöne Exemplare von diesen Kakteenblüten. Wahnsinn, die sind ja locker mal 8 Meter oder noch mehr. Die wachsen sogar bis in die Stromleitungen hoch. Blick zurück auf den wunderschönen Küstenweg. Sieht ihn hier noch auf halber Höhe. Bombastisch schöne Tour. Also Roter Wanderführer hat nicht übertrieben. Unglaublich abwechslungsreich, eine gigantische Landschaft hier. Hat man ja schon gesehen heute, den ganzen Tag. Wirklich alles dabei. Berg, Schlucht, Küste. Ein wichtiger Punkt, nur am Wochenende ist die Schlucht offen. Und jetzt bei der Rückfahrt gibt es noch ein paar schöne Bilder aus dem Auto von dieser unglaublich faszinierenden Gegend hier. Also da wird sogar die Rückfahrt zum kleinen Erlebnis. Das war ein krasser Ausblick. Für den Fahrer vielleicht ein bisschen anstrengend, aber für den Beifahrer umso schöner. Also ich bin der Beifahrer.